und wie man Schienen und Weichen altert im Flair von Epoche 4. So richtig alt und dreckig, das seht ihr heute. Hallo liebe MOBA-Freunde, im heutigen Video werden wir die Schienen und Weichen mal altern und alles, was ihr dazu braucht und wie ich es mache, das zeige ich euch jetzt. Jetzt wird der Boden nochmal mit Abtönen und Volltonfarbe in braun gestrichen. Das hat einfach nur den Effekt, dass ich später, wenn ich Gras oder irgendwas kleben will, eine bessere Haftung habe und natürlich, wenn Gras drauf kommt, dass das dann halt auch besser ausschaut. So, kommen wir zum Schienenaltern. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben jetzt die Weichen und Schienen komplett verlegt. Die sind fest. Sie sind alle elektrisch angeschlossen. Bei mir in jedem Fall jede Schiene ist einzeln. Also schaut auch mein anderes Video dazu an. Ich blende es euch oben mal ein. Wir haben jetzt alle übrigen Löcher, was noch offen war, was nicht benötigt wird, verschlossen. Und falls ihr noch so irgendwelche großen Übergänge habt, die tut dann bitte auch noch mit Schwellen versehen. Um überhaupt auf die Schiene nachher mit dem Airbrush richtig schön arbeiten zu können, ist es dann notwendig, erstmal den kompletten Schienen- und Weichenstrang zu entfetten. Hierzu verwende ich Isopropanol, einen recht harten Pinsel, und ich tue erstmal alle Schienen und Schwellen komplett behandeln bzw. alles mal richtig abbürsteln, damit da sich kein Fett und Schmutz draufsetzt. Die Schienen sollen einen typisch rostigen Charakter bekommen und dazu verwende ich von Revell einmal das Lederbraun und dazu haue ich noch ein paar Pigmente von dem Umbra mit rein. Hat den Vorteil, dass es halt doch etwas erdiger und ja, realer halt ausschaut. Um die zwei Sachen auch gut zu verbinden, das heißt die Acrylfarbe und dieses Pulver, ist es halt notwendig, dass man das Pulver halt etwas vorher auflöst. Dazu nehme ich entspanntes Wasser, das ist halt Wasser mit einem Tropfen Spüli, rühre das Ganze um und dann schütte ich halt mein Umbra Pulver rein und rühre um und löse das Ganze erstmal auf. So, ihr seht schon, jetzt in aufgelöster Form. Also wie gesagt, wichtig, nicht das Pulver in die Acrylfarbe, das macht richtige Klümpchen. Dadurch versaut er natürlich eure Airbrush-Pistole. Wie gesagt, schön umrühren, dass da alle Bestandteile sich dann auflösen. So, dann kommen wir zum Lederbraun. Wie gesagt, jede Farbe hat ja auch eine unterschiedliche Konsistenz. Das heißt, manch eine ist jetzt so dick und dann gibt es wieder dünnflüssigere. Das müsst ihr halt gucken. In der Regel ist es ja, verdünnt ihr das Ganze 1:3 oder 1:4 mit dem Color Mix, und dass er halt wirklich eine recht flüssige Geschichte daher kriegt. Und dann mischt ihr das Ganze mit dem Umbra zusammen. So, das fertige Gemisch habe ich jetzt da reingefüllt. Ist jetzt ein bisschen laut durch den Kompressor. Ich hoffe, es geht. Und wir fangen an, vorsichtig
von allen Seiten die Schienen zu besprühen. So, und bei den Weichen, wie gesagt, ihr müsst am Anfang noch nichts abkleben, weil wir wollen ja überall diese rostige Optik haben. Bloß nachher beim Einschottern, da ist dann halt wichtig, dass wir unsere Stellschiene da halt doch etwas abkleben müssten. Dann auch mal schalten, dass man auch überall reinkommen. So, jetzt haben wir das fertig. Mal das ganze Weichenvorfeld von jeder Seite auf jede Seite, von oben schräg nach unten, und wir haben schon mal ein sensationelles Ergebnis. Einfach nochmal kontrollieren, ob die Weichenzungen auch, wie gesagt, locker bleiben und locker sind. Dahinter, wie gesagt, ja, auch schön sprühen, dass wir halt besonders schöne Übergänge haben. Um das nochmal richtig zu verdeutlichen, habe ich mal so ein Musterstück hier gebaut. Und zwar die Weichenstellung war jetzt so, ich habe jetzt drüber gesprüht und dachte nur, ah ja, alles klar, bin fertig. Und wenn dann man später jetzt eine andere Weichenstellung hat, dann schimmert halt das neue Gleis halt da noch mit vor. Schaut jetzt etwas nicht so authentisch denn aus. Wie gesagt, bitte darauf achten, dass er auch bei den Weichen alle Weichenstellungen mit berücksichtigt. So, ich nehme dann einfaches Holz und wie gesagt, dann schubbel ich oben einfach nur noch die Farbe halt runter. Das geht ganz gut. So sieht es jetzt aus. Oben die Schienen sind jetzt abpoliert und jetzt geht es zum nächsten Verfahren. So, jetzt müssen wir die Schwellen noch ein bisschen farblich gestalten. Das wird jetzt ein bisschen aufwendiger. Dazu brauchen wir jetzt unser schwarzes Wash. Ich verwende zwei verschiedene Typen. Einmal aus dem Aquacolor von Revell mit der Nummer 08 und das andere ist aus schwarzem Farbpulver hergestellt. So, jetzt nehmen wir einen dünnen Pinsel und jetzt gehen wir auf unsere Schwellen und versuchen die um diese Schwellenbefestigung drumherum zu streichen. Deshalb das Wash, weil da kann man nämlich schön, also das zieht es dann richtig bis an die Ecken, zieht es dann richtig ran. Das machen wir jetzt innen und
außen. Sieht am Anfang ein bisschen sehr nass aus, aber das Wash, das wird dann recht schnell matt. So, ich habe es jetzt mal aufgetragen, und zwar 2 verschiedene Pigmente. Wie gesagt, das eine, das hier vorne in dem Bereich, ist mit dem Wash mit Aquacolor, und dann in dem Bereich mit unsere Farbpigmente. Also ich wechsle das immer ein bisschen ab, dann haben wir auch eine natürliche, unterschiedliche Farbgebung. So, im Bereich der Weiche ist es dann natürlich auch notwendig, da vielleicht 2-3 Mal drüber zu gehen, damit wir da unsere dunkleren Sachen noch ein bisschen darstellen können. Also hier im Hintergrund, wie gesagt, hier seht ihr nochmal, wenn man schlecht sprüht, also nicht von allen Seiten, dann bleiben dann so eine hässlichen Ränder über. So, und zum Schluss habe ich nochmal den Farbkasten von meiner Tochter geplündert. Ich nehme dazu einen etwas härteren Pinsel. Dort brauchen wir das Weiß. Wir tupfen den Pinsel schön damit an. Und dann tun wir den Pinsel wieder ausstreichen. Und so lange, bis der fast wieder trocken ist, um danach die Schwellen noch einen 3D-Flair zu verpassen. So, wie gesagt, wenn der Pinsel jetzt fast ganz trocken ist, dann tun wir ganz leicht hier nochmal in Schwellenrichtung drüber tupfen. Auch nur ganz leicht. So, lass mal kurz trocknen. So, die Farbe ist jetzt fast durchgetrocknet. Wie gesagt, man kann alles schön erkennen. Die Struktur ist jetzt erhalten geblieben. Durch diese weiße Pigmentierung kommt halt die obere Schicht von der Holzmaserung halt wirklich noch schön durch. Da das unterschiedlich weiß pigmentiert ist, haben wir dann halt auch diese richtig alte, schöne, dreckige Struktur. Und im Bereich der Weichen machen wir jetzt noch unseren Feinschliff, und zwar den Bereich von den weichen Zungen, den fette ich jetzt noch ein, weil der ist ja auch immer eigentlich recht geschwärzt. Dazu nehme ich schwarzes Fett, also richtiges Fett. Das schmiere ich dann in diesem Bereich der weichen Zungen mit drauf. Der Vorteil ist, es gibt halt auch diesen speckigen Glanz, den wir halt auch im Echt haben. Und das Resultat zeige ich euch gleich. So sieht es am Ende aus. Also eine schön abgeschmierte Weiche. Also ich denke mal, ihr seht jetzt den Effekt. Also es kommt wahnsinnig gut rüber. Unser nächstes Thema wird sein, erstmal Schotter selber herstellen. Also nicht herstellen, aber einfärben. Es geht ums Einfärben von Schottern. Und dann schottern wir natürlich gleich auch unsere Schienen mal ein.
Seid gespannt, ich freue mich auf euch.